Bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wow, we switched roles. Wow, wir haben die Rollen getauscht. Maybe I should teach in Portuguese and Daniel translates to English. Vielleicht sollte ich auf Portugiesisch unterrichten und Daniel übersetzt ins Englische. But we don't have a Passion translation in Portuguese. Aber wir haben keine portugiesische Übersetzung der Passion. É isso o problema, isso complica tudo. Das wäre ein Problem, das würde alles verkomplizieren. Eu acho que Daniel tem que escrever uma Passion em português. Ich denke, Daniel sollte die Passion auf Portugiesisch übersetzen. See, we can switch in any language we want to. Siehst du, wir können in jede Sprache wechseln, die wir wollen. Thank you for following us, Danke, dass du uns folgst, listening to our devotionals. du unseren Andachten zuhörst. It's such a pleasure and honor to serve you people. Es ist so eine Freude und Ehre, euch zu dienen, Leute. Now, let's go to 1 Corinthians chapter 8 and verse 1 in the Passion. Lass uns nun zum 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1 in der Passion gehen. We've already done, the chapters about the gift. So when we get there, obviously we will stop. Wir haben bereits die Kapitel über die Gaben durchgenommen, somit werden wir aufhören, wenn wir dort ankommen. And I think chapter 11 I will avoid. Ich denke, Kapitel 11 werde ich meiden. Because I don't want to talk about head covering. Ich möchte nicht über die Kopfbedeckung sprechen. So I will think about it as I get close to it. Ich werde darüber noch einmal nachdenken, wenn es soweit ist. Although there are parts of chapter 11 I really like. Obwohl es Teile im 11. Kapitel gibt, die ich wirklich mag. I like about the whole idea of the Lord's Supper and the mess that this church made. Ich mag die ganze Idee des Abendmahls und das Chaos, das diese Gemeinde angerichtet hat. We have a lot to learn from a lot of the things that Paul fixed in the churches through his letters. Wir können eine Menge von Paulus lernen, wie er durch seine Briefe vieles in den Gemeinden in Ordnung gebracht hat. Now, verse 1 in chapter 8. Vers 1 in Kapitel 8. Now let me address the issue of food offered in sacrifice to idols. Ich werde nun auf die Frage eingehen, was das Opferfleisch betrifft, das Götzen geweiht wurde. It seems that everyone believes his own opinion is right on this matter. Es scheint, dass jeder seine eigene Meinung in dieser Angelegenheit für richtig hält. Ach, don't we need to teach about this today? Ach, müssen wir wirklich heutzutage darüber lehren? So much. Auf alle Fälle. Look, first of all, what does it even mean that food offered in sacrifice to idols? Zunächst einmal, was bedeutet es überhaupt, Fleisch opfern, um die Götzen zu ehren? Now, you have to understand the city of Corinth. Da musst du etwas über die Stadt Korinth verstehen. It was a totally idolatrous city. Sie war eine völlig götzendienerische Stadt. I mean, they had so many gods. They sacrificed all sorts of things to these gods. Sie hatten so viele Götter, sie opferten diesen Göttern alle möglichen Dinge. In their temples, heathen temples, they had temple prostitution. In ihren Tempeln, heidnischen Tempeln, hatten sie sogar Tempelprostituierte. You know, when I lived in Austria as a kid, Als ich in Österreich lebte als Kind, I mean, we had something, maybe not the same, but kind of similar. hatten wir etwas, vielleicht nicht dasselbe, aber etwas Ähnliches. On Easter, everybody would eat a special ham. It's like the smoked ham from the pig. Zu Ostern hat jeder einen besonderen Schinken gegessen. Das ist so etwas wie der geräucherte Schinken vom Schwein. I think in Brazil, the closest they have is pernil. Ich denke, in Brasilien ist es so etwas Ähnliches wie Pernil. And when I was a kid, there was over 90% Catholics in Austria. Als ich Kind war, waren in Österreich über 90% Katholiken. So what happened? Was passierte also? That the normal Catholic, he would not eat any of that ham at Easter if it wasn't blessed specifically by the by the priest. Der normale Katholik hätte zu Ostern diesen Schinken nicht gegessen, wenn er nicht ausdrücklich vom Papst, vom Priester gesegnet wurde. And then the evangelical Christians said, this is wrong because this is demonic, this is idolatry, you can't eat that. Dann sagten die evangelikalen Christen, das ist falsch, weil es dämonisch ist, das ist Götzendienst. Das kannst du nicht essen. And I understand both sides. Ich verstehe beide Seiten. But think, they took a meat, they sacrificed to demons and then they ate the meat. Überlege, sie nahmen ein Fleisch, opferten es Dämonen und aßen es dann. And some of that meat was even sold in the market and nobody knew it was sacrificed to idols
belongs to demons or not. Einiges von diesem Fleisch wurde sogar auf dem Markt verkauft und niemand wusste, ob es Götzen oder Dämonen geopfert worden war oder nicht. So now, suddenly there came this fight amongst the Christians. Nun kam es plötzlich zu einem Streit unter den Christen. Some of the Christians said, you cannot eat this meat. If you do, you get a demon. Einige der Christen sagten, ihr könnt dieses Fleisch nicht essen, wenn ihr das tut, bekommt ihr einen Dämon. I've heard all that too in evangelical churches all over the world. Ich habe das auch in den evangelikalen Gemeinden auf der ganzen Welt gehört. You can't put a tattoo on yourself because you open the door for the devil. Du darfst dich nicht tätowieren lassen, denn damit öffnest du die Tür für den Teufel. You can't watch Harry Potter because if you do, you open the doors to the devil. Du darfst nicht Harry Potter schauen, denn wenn du das tust, öffnest du dem Teufel Tür und Tor. You know, and it's exactly the same thing that we have today, just we don't call it meat offered to demons, but it's the same principle. Das ist genau dasselbe, so ist es heute. Nur nennen wir es nicht Fleisch, das den Dämonen geopfert wird, aber es ist das gleiche Prinzip. So the first thing that Paul wants them to understand, Das Erste, das Paulus ihnen klar machen will, ist, it seems that everyone believes that his own opinion is right on this matter. dass anscheinend jeder glaubt, dass seine eigene Meinung in dieser Angelegenheit richtig ist. Why did he say that? Warum sagt er das? Because they did not love their brothers and sisters anymore if they did not agree with their opinion. Weil sie die Brüder und Schwestern nicht mehr liebten, wenn sie nicht mit ihrer Meinung übereinstimmten. And I tell you, if Paul would see what we do among Christians today about all the different matters, he would say the same thing. Wenn Paulus sehen würde, wie wir heute unter den Christen mit all den verschiedenen Angelegenheiten umgehen, würde er das Gleiche sagen. Everybody thinks his opinion is right because that's what he learned somebody and somebody taught him, so it's got to be right. Jeder denkt, dass seine Meinung richtig ist, weil er etwas von jemandem gelernt hat und jemand ihm etwas beigebracht hat, also muss es auch richtig sein. Think about it today. Wie ist das heutzutage? For some people, if you read it on Facebook, it's the truth. Für manche Leute ist es die Wahrheit, wenn sie es auf Facebook lesen. For other people, if you read it on Instagram, it's the truth. Für andere Leute ist es die Wahrheit, wenn sie es auf Instagram lesen. For other people, oh, you know, I saw that on YouTube. It's got to be the truth. Andere Leute sagen, oh, ich habe das auf YouTube gesehen, das muss die Wahrheit sein. But look, Paul is making it very clear that you may have your opinion. Don't insist it's the truth. Schau mal, Paulus macht es sehr deutlich, dass sie ihre Meinung haben können, aber nicht darauf bestehen, dass sie die Wahrheit ist. Since 2001, this has become such an important thing that I live my life by. Seit 2001 ist dies zu einer so wichtigen Sache geworden, nach der ich mein Leben lebe. My understanding is my understanding. Mein Verständnis ist mein Verständnis. Do I believe it? Glaube ich es? I do. Ich glaube es. But do I insist it's the truth? Aber bestehe ich darauf, dass es die Wahrheit ist? No. Nein. Tomorrow I'll talk a little bit more about this. Morgen werde ich ein wenig mehr darüber sprechen. See you guys tomorrow. Ich sehe euch morgen.